So Leute, jetzt wird's perfekt. Aber sowas von perfekt. Oder auch nicht, ne? Weiß es nicht. Ja, Controls, ne? Die Peripherie. Controller, Keyboard und Maus. Keine Ahnung. Move-Controller, Aim-Controller. Gibt's ja 1000 Sachen, die man machen kann. Aber was ist denn perfekt? Ne? Ist das individuell? Ist das nicht? Man weiß es nicht. So, jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Hat auch mit Spielen zu tun und so weiter. Daher haben wir weniger als 100 Leute gefragt. Sagt mal, was wäre denn für dich die perfekte Peripherie, also Steuerelemente? Und die haben Folgendes gesagt. Auf jeden Fall irgendwas in VR. Ich bin ein riesen VR-Fan und total überzeugt davon. Die Verkaufszahlen sind ja noch nicht ganz so, aber das wird kommen, denke ich, prophezeie ich. Und da erwarte ich mehr Peripherie. Ich bin aber auch ein bisschen VR geschädigt mittlerweile. Also ich mag das schon, auch dieses Haptische zu haben direkt, dass ich meine Hände auch benutzen kann wie Hände. Aber rein, wenn ich jetzt wirklich nur aufs Gaming mich konzentrieren würde, dann ist immer noch der Controller für mich mein absolutes Endgerät. Die perfekte Peripherie wäre wahrscheinlich so ein omnidirektionales Laufband, dank VR jetzt gerade, aber das ist auch schon wieder sehr speziell. Sehr cool fand ich schon diesen, wie nenne ich das mal, diesen Schießbügel für VR-Spiele von der PlayStation. Sehr cool. Ich muss ja schon sagen, dass ich mit dem Game Controller absolut zufrieden bin, weil ich auch gemerkt habe, dass der sich immer im Laufe der Zeit noch so ein bisschen mitentwickelt hat. Oh, das wäre tatsächlich eine wie so ein Holodeck bei Star Trek, wo ich mich komplett bewegen kann und das machen kann, wobei das auf Dauer anstrengend wäre. Der klassische Controller ist eigentlich total in Ordnung. Ja. Ja, ne? Also Controller kommt gut an, glaube ich. Ne? War aber am Anfang nicht so. Ne? Also, du behauptest ja immer noch, ich hätte nicht lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich ganz schön rumgeeiert habe am Anfang. Ne? 3 Monate. Ja? 3 Monate. Okay, also irgendwie, zack, irgendwie in die Richtung, zack, 180 Grad in die Richtung, sich umgucken und so. Das hast du natürlich als Grobmotoriker im Daumen irgendwie noch nicht so gehabt. Na? Okay, Ja, wir sind ja die Joysticks gewohnt gewesen, so, weißt du? Boah, ey. Was denn? Competition Pro oder was? Wer hat noch keinen kaputt gehauen? Komm, schreibt mal rein, so. Ja, ja, ich meine, das kennt ihr ja noch so, ne? Und das haben wir dann in klein gehabt, so, ne? Habt ihr auch so ein Ding kaputt gekriegt? Da hast du immer voll dran rumgerissen. Ja, natürlich, Ding, ne? klar. Wenn das irgendwas gebracht hätte. Ja, die konnten ja schon ein bisschen was, ne? Die alten Atari-Konsolen, die Dinger, die habe ich dann versucht zu löten. Hat alles nicht funktioniert, war alles Käse. Aber, ja, was ist denn die perfekte Peripherie? Also ich konkretisiere. Ja. 3 Monate lang hat es gedauert, bis man einen waschechten Shooter vernünftig spielen konnte und mit dem Controller auch so zielt, dass man trifft. Shooter spielt man nicht mit Controller. Genau, das war nämlich auch echt eine Hürde. PC Master Race. Üben muss man dann. Üben. Ne? Weil die Maus irgendwie, zeigst du drauf, klickst. Aber das kannst du ja auch nicht erreichen, ne? Am Ende des Tages ist man mit Maus und Tastatur trotzdem immer besser. Aber man, als mit dem Controller. Etwas, was ich so beim Controller zum Beispiel mag, ist, wenn du zum Beispiel ein 3D-Spiel hast, eine Figur, dann ist irgendwie bei der Tastatur irgendwie alles so digital. Irgendwie Lauf, Steh. Und bei dem Controller ist, ich gehe erstmal langsam, ich gehe schneller, ich laufe. Ja, der ist weicher. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Nicht unbedingt, wenn ich spiele, aber generell. Nee. Ja, ich bin halt so ein bisschen grobmotorisch. Ja, gut, ne? Also ist ja auch wichtig, dass man auch weiß, ne, was die da hinten machen. So. Und da hinten. Und hier und da und so. Also wenn ich hier zugucke, wir spielen ja zusammen, spielen so, dann ist das so, der eine spielt, der andere guckt zu und dann wechseln wir manchmal so den Controller. Und das ist schon anstrengend. Wenn jemand so ein bisschen rumeiert, ne? Wird dir ein bisschen schlecht. Also nicht die anderen da draußen alle, ne? Genau. Ja, so. Wird mal, ist halt, ihr guckt doch mal, da, nee, links, dann, nicht anders, wieder zu, ach, egal, komm, lauf, mach. Du guckst sowieso in jede Ecke rein, du bist ja der Explorer von uns beiden.
Und ich versuche mal irgendwie so mit den Controllern immer so eine weiche Kamerafahrt irgendwie zu simulieren. Da habe ich ein ruhigeres Bild, das ist mir irgendwie angenehmer. Ja, du spielst irgendwie voll den Film so. Ne? Ich spiele den Film, rein, irgendwie, okay, pass auf, wo ist die Action, wo würde die Kamera jetzt hingucken? Ja. Alles klar, da geht's los, irgendwie gehen wir mal hin, kloppen den kaputt. Ja. Und ich bin irgendwie so, oh, ich gehe mal rein. Was ist denn da vorne in der Ecke? Ja. Ist vielleicht hinter dem Feuerlöscher noch irgendein Item? Also ich hätte da eins hingelegt, vielleicht ist da ja was und so. Ein Riesenroboter steht da, ich erschieß dich so, oh, ein Feuerlöscher. Es ist halt so, macht aber nichts. Das ist halt so, ne? Hey, wir ergänzen uns. Dann kannst du nämlich irgendwie die ganzen Typen platt machen und ich kann alles sammeln. Ja. Ja, früher hatten wir ja Controller, die waren immer mit dem Kabel. Da war immer ein langes Kabel dran und dann musstest du irgendwie, und dann hattest du dann irgendwie, ist immer zu kurz gewesen und dann wollte einer irgendwie was zu trinken holen. Ja, nee, jetzt nicht, ich bin doch gerade, weißt du? Ja, aber du stolperst drüber, das will ich auch. Ja, jetzt haben wir auch noch Kinder, Gott sei Dank gibt es jetzt die kabellosen. Ja, manche, wie altertümlich, wie seid ihr denn? Natürlich sind die kabellos. Wo kommt ihr denn her? Aus dem Wald? Ja, nee. Aber früher war das schon, ne? Also es ist schon in die Richtung Perfektion geht das schon so, ne? Du hast das Ding einfach am Schoß liegen und fertig so, ne? Stimmt. Also kabellos ist besser. Ja, und es ist auch, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wie, kein Kabel? Krass. War ich total baff. Ich meine, allein sowas hier, ja. Ich bin mal so frei und schnapp mir das einfach. Ne, das ist auch typisch Björn. Ja, das ist eine Tastatur. Gadgets. Die ist auch kabellos. Ich bin der Gadgets Björn. Und sowas fliegt dann hier rum, ist auch ziemlich dünn. Ne? Ja. Und hat kein Numpad, nix. Das ist also so eine winzige, kleine, total leichte. Stell die da wieder hin. So, Mensch. Wird hier vorgeführt. Ich habe sogar noch eine. Also ich habe diese kleinen Dinger. Das heißt, ich habe hier so einen Rechner und ich habe da so einen Rechner. Und dann hat man halt irgendwie so einen begrenzten Platz. Ne? Der Michael Rüwe, der lacht sich immer kaputt so. Der will gar kein Numpad dran. Ja, wofür brauchst du ein Numpad? Bin ich eine Kassiererin? Also, ja, natürlich ist ein bisschen umständlich mit Funktionstaste und dann irgendwie die Sachen zu simulieren oder so. Aber, ich muss ja nicht irgendwie Tabellenarbeit machen oder so. Ja, und das Praktische ist, wenn du diese Dinger hier nimmst, dann kannst du die auch, ne, hier einfach mal mit nach unten nehmen. Ja, du kannst mit nach unten nehmen. Ne? Ich muss dann nur so ein Kabel ein bisschen runterhängen lassen von der Galerie hier, wo man dann diesen Sticky, diesen Empfangssignal-Moped, USB-Ding, dann kann man aber auch unten spielen. Genau. Und das ist cool. Ja, das ist cool. Ja. Machst du das auf einem großen Bildschirm. Also kabellos zu sein, hat schon Vorteile. Ja. Ne? Und ist natürlich dann eine Frage der Akkus auch. Gilt auch für Kopfhörer. Oh, ich bin ja, seitdem wir im Homeoffice sind, bin ich so froh, dass ich mir dieses Ding gekauft habe. Dann kann ich zum Beispiel zwischendurch, während irgendeiner da reinquatscht, auch mal in die Küche gehen, mir was zu trinken holen. Ist einfach so. Blöd ist natürlich, und dann kommen wir dann zu den Nachteilen. Akku. Das heißt, die Dinger sind immer noch recht schwer, am Kopf und auch hier, ne, diese Controller, weil halt der Akku da drin ist. Und der hat auch eine begrenzte Laufzeit. Für die PlayStation 4 die Controller habe ich beide schon mal aufgeschraubt und einen Ersatzakku reingedrückt, ne? Und dann wieder, ne, also, weil das Ding irgendwie nach 2 Stunden irgendwann anfing, leer zu sein. Also, ich will ausgetauscht werden. So, ja, aber der andere, der ist noch gar nicht aufgeladen. So, das war schon ein bisschen doof. Das ist doof. Also haben wir die Akkus ausgetauscht und das ist natürlich schon noch cool. So, ist das dann perfekt? Perfekt wäre es natürlich, wenn das Ding nichts wiegt. Ne? Und am besten irgendwie, keine Ahnung, getrennt voneinander, dass man die Hände so benutzt oder so. Ist das perfekt? Weil es gibt ja die Move-Controller, da hast du halt die Hände frei irgendwie, aber dann hampelst du auch rum. So, ne? Pfeil- und Bogenschießen finde ich damit total geil. Aber du hampelst sehr viel rum mit der Arme. Du kriegst irgendwann einen Tennisarm. Ist auch, also perfekt, es geht anders. Ne? Eigentlich ist es so, du sitzt, wie du sitzt und dann zockst du so. Ne? Ja, deswegen gibt es ja diese große Diskussion der Flexibilität. Ja, dass sich viele Leute halt wünschen, macht's doch maximal flexibel. Das heißt, auf der einen Seite ist das Steuergerät, da sagt der eine irgendwie, ich hab so Hände irgendwie und die kleine Controller irgendwie, der ist irgendwie mit dem Daumen, drückst du drauf und hast gleich 2 Knöpfe erwischt, ist auch doof. Auf der anderen Seite irgendwie so, wenn du filigran irgendwie so einen Klotz da hast, dann findest du das auch doof. Okay, das ist etwas, das kann man nicht lösen von Entwicklerseite der Spiele.
der Peripherie. Du meinst, wenn einer Wurstfinger hat, oder was meinst du? Das können wir nicht. Was wir entscheiden können, ist quasi, auf welchem Knopf ist was, ne? Ja. Und das ist auch wirklich viel Arbeit, die immer da drin steckt. So gucken, was ist modern, was ist intuitiv, was ist schnell zu lernen, was funktioniert mit anderen Knöpfen gleichzeitig. Ne? Es gibt ja auch so Sachen wie, ich kann nicht gleichzeitig die Kamera drehen und hingucken und irgendwie schlagen. Wenn ich das nicht kann, ist das blöd, also habe ich irgendwas falsch gemacht. Und dann sagen die Leute, ja, lass mich doch frei entscheiden, wo ich selber irgendwie meine Sachen drauflege. Und das kann funktionieren, muss es aber nicht immer. Da gibt's auch ganz viele Diskussionen drüber irgendwie, wie einfach man einfach Tasten umlegen kann. Ne? Auf dem PC ist das zum Beispiel häufig gang und gäbe bei Spielen, dass sie sagen können, das ist auch irgendwie diese alten so Pfeiltastenspieler irgendwie. Ne? Ich habe lange gebraucht, um zur WASD überzugehen. Mittlerweile mache ich's, aber ich habe lange gebraucht, weil ich hatte mir irgendwann damals bei Counter-Strike so eine Steuerung eingelegt. Und die habe ich dann immer benutzt. Und jedes Spiel habe ich versucht, so umzulegen, wie ich damals dieses Spiel genutzt habe. Und irgendwann habe ich dann gedacht, eigentlich ist es voll unpraktisch. Mach mal was anderes. Hat aber lange gedauert. Und entsprechend gibt es immer noch viele Spieler, die halt ich will meine Funzel auf F. Funzel. Okay. Dann sollte das Spiel das auch können, ne? Und auf der Konsole ist das noch ein bisschen komplizierter, ne? Einfach die Steuerungstasten umzulegen. Ja, die geben dir meistens eine Steuerung vor. So, gibt manche Spiele, die haben eine Alternativsteuerung, aber eigentlich gibt die vor, weil es macht auch Sinn bei den Spielen. Es gibt nämlich manche Sachen, die schließen sich aus. Der PC hat mehr Tasten, deswegen hat man da auch mehr Möglichkeiten, Sachen umzubelegen. Ja. Aber beim Controller gibt's halt eine endliche Kombination. Und deswegen gibt's manchmal eine Alternativ oder manchmal auch 2 Alternativdinger, ne, habe ich auch schon gesehen. Aber eigentlich ist das, muss man schon das so akzeptieren, wie es dann ist, und dann muss man sich auch dran gewöhnen. Und viele versuchen auch den Standard zu bedienen, was auch gut ist, ne? Aber naja. Und dann gibt es auch so Sachen, die festgelegt sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Maus habe und ich bewege die, dann kann das 2 Möglichkeiten haben. Entweder die Kamera bewegt sich oder die Figur bewegt sich. In der Regel bewegt die Maus die Kamera. Wenn ich diese Funktion ändern will, dann kann die nicht alles, weil die ist ja kein Knopf, das ist ja eine Bewegung. Ne? Das heißt, du könntest höchstens sowas machen wie änder die Richtung. Das heißt, gehe ich nach links, mach dann nach rechts, gehe ich nach rechts, mach dann nach links oder sowas. Sowas wird manchmal angeboten, aber mehr dann auch nicht. Und der Controller hat viel mehr davon. Viel mehr weiche Tasten. Und dann wird's kompliziert. Deswegen gibt es häufig nebst der begrenzten Auswahl eher alternative Möglichkeiten, irgendwie das Ding zu belegen, anstatt das irgendwie sich die Spieler ja selber hinzusetzen und versuchen irgendwie die Funktionalität eines Controllers zu ändern. Das ist tatsächlich häufig so. Ne? Die PlayStation 5 hat jetzt damit gepunktet bei vielen Leuten, dass sie ihre Peripherie auch mit Feedback ausstatten. Das heißt, dass du den Trigger zum Beispiel beim Schießen und so weiter, dass der auch ein bisschen Widerstand hat. Da sind, und dass du, wenn du über Glas läufst, dass das dann halt irgendwie so, dass das Ding so vibriert, als würdest du wirklich über Glas laufen und solche Dinge. Ne? Da sind ziemlich geile Features dabei, so. Und das heißt, wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung. Das heißt also, die Sachen, die sind sehr, sehr cool gemacht und werden auch vermisst, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. Und das ist auch echt schwierig. So, nimm mal nochmal einen alten Controller und dann nimm mal so einen, wie ich sagen, Last-Gen-Controller oder so. Da sind ja auch schon Welten drin. Jetzt kommen dann die ganz neuen und so, dann kommt immer mehr dazu. Ein paar Sachen haben sich, glaube ich, nicht unbedingt bewährt. Wie zum Beispiel so ein Touchpad da irgendwie. Das habe ich irgendwie nicht wirklich benutzt. Hast du das benutzt? Ganz selten. Es gab Spiele, die haben das dann irgendwie unterstützt, aber eigentlich war das nicht so. Oder andere Sachen, keine Ahnung, der Lautsprecher im Controller gibt's ja auch, ne? Für die PlayStation 4 haben wir auch so einen Lautsprecher drin gehabt und so. Eigentlich, wenn das Ding irgendwas gesagt hat, hat man immer gehört, was ist das denn so? Ja, hat man eigentlich abgestellt. Wenig benutzt, ja, das stimmt, Ja, Gibt's aber immer noch. Ja. Und dann auch zum Beispiel Beleuchtung. Dass der Controller so leuchtet oder vorne das Ding leuchtet irgendwie wie irgendwas. Als Feedback so, ja. Ambient Light, es sowas. gibt Leute, die sagen, ach cool, und es gibt Leute, die bemerken das sogar. gar nicht. Ja, das nervt vielleicht sogar, ja. Wir haben es auch sehr dunkel gehalten.
Ne? Solche Dinge. Das heißt, wir haben das alles runtergefahren. Ich bin nicht so ein Typ, der tatsächlich diese ganzen Gadgets so nutzt. Ne? Also das Vibrieren finde ich cool. Ne? Und diese PlayStation-Features, die neuen, die sind cool. Aber dieses Bling-Bling, das ist nicht so mein Ding gewesen. Ne? Und auch dieses, dass das Mikro da dran ist oder irgendwas, man da reinspricht oder so. Man hat ja doch immer ein Headset und wenn man irgendwie Multiplayer spielt und Zeugs. Ne? Heißt schon, einige Sachen funktionieren, andere funktionieren nicht. Also wir sind noch nicht da, dass wir die perfekte Peripherie haben. Da wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch weiter dran geforscht, weil offensichtlich ist da Bedarf an der Stelle. Ja. Denn viele finden es wirklich toll, dass sie sich weiterentwickeln. Und ich bin echt mal gespannt, was sie da noch so alles entwickeln. Aim-Controller fand ich super, gibt's leider zu wenig Spiele dafür. Ja. Das fand ich schon sehr immersiv, mit der Knarre rumballern, so, schon toll, aber ach ja. Und die Move-Controller sind auch cool, aber warum ist da kein Stick dran? Ja, das fehlt noch. Also da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Und das ist so eine Sache. Ne? Die Entwicklung, die bleibt nicht stehen. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Ja. Die Frage ist, womit verdienen Spieleentwickler wie ihr am meisten oder am besten? Wenn man eine Collectors Edition kauft, eine normale CD oder im Online-Store? Ja, also, vielleicht vorweg bei dieser Frage, ihr könnt nichts falsch machen. Wenn ihr irgendwas von uns im Original kauft, weil das kommt uns auf jeden Fall zugute, egal was das ist. Jetzt ist es so, dass so eine Collectors Edition zum Beispiel tendenziell für uns oder den Publisher teurer in der Produktion ist, machen wir aber gerne, solange es gefragt ist und irgendwie geht. Das ist eher so eine Art Fanservice, würde ich sagen. Ja, weil die Menschen, die wünschen sich das häufig. Meistens ist es dann limitiert. Aber es ist irgendwie cool, wenn man anschließend auch so eine Collectors Edition hat. Die sind auch exorbitant teuer, werden die mittlerweile, die Dinger, ne? Weil sehr viel Stuff drin ist und so weiter. Aber die Preise sind auch oft gerechtfertigt, weil die Sachen, die haben schon einen gewissen Wert, Production Value, die da drin sind, das ist schon nicht schlecht. So, ja, der Trend geht dahin, bevor man irgendwie einen Haufen irgendwie an irgendeinen Schrott-Items da rein tut, macht doch lieber was Cooles, was auch teuer in der Produktion ist. Da sind die Leute eher bereit, das dann auch zu bezahlen. Ja. Und dann irgendwie eine richtig coole, hochwertige Figur im Schrank zu haben. Zum Beispiel, ja. Anstatt irgendwie, dass du dann irgendwie das Doppelte zahlst, was du normalerweise zahlen würdest, aber dafür hast du nur irgendwie so einen Killefitter drin. Und wer will das denn? Deswegen geht der Trend dahin. Ne? Am meisten Geld hängen bleiben tut natürlich der Online-Store, weil man da ja nichts produzieren muss außerhalb. Ja? Das heißt, es geht nicht irgendwie in eine Fabrik und muss erstmal irgendwie eine DVD gebrannt werden. Das ist schon seltsam, ne? Der einfachste Weg ist tatsächlich das, wo am meisten für uns übrig bleibt am Ende. Ne? Ja, ist tatsächlich so. Nichtsdestotrotz spielt das für uns überhaupt gar keine Rolle, was ihr euch da holt. Ne? Und würden die Leute, ich muss jetzt auch mal sehen, würde jetzt irgendwie alle Leute jetzt nur noch im Online-Store kaufen und keiner würde mehr unsere CDs oder Collectors Editions haben wollen, dann würden die wahrscheinlich irgendwann in Zukunft auch nicht mehr produziert werden. Mir tät das leid. Mir auch. Auch dann, wenn am Ende mehr Geld dran hängen bleiben würde, tät mir das leid, weil ich das schön finde, dass es diese Collectors Editions gibt. Absolut. Ja. Also kauft, worauf ihr Bock habt und alle sind glücklich. Cool. Hoffentlich beantwortet das die Frage und ihr seid hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt hier Piranha Becken TV. Ja. Macht's gut. Bis dann. Perfekt. Ja. Vielleicht.